Hier möchte ich euch das Märklin-Fahrgerät 6699 vorstellen. War für mich bis hierhin ein relativ unbekanntes Fahrgerät, habe da vorher noch nicht viel von gehört. Habe mir 2 von diesen Geräten besorgt, habe ungefähr 25 € pro Gerät bezahlt und wie sich das Gerät hier in der Praxis schlägt, das möchte ich euch hier heute zeigen. Informationen dazu gibt es nicht allzu viel. Ich konnte herausfinden, dass es ab 1978 bis 1982 von Märklin angeboten wurde. Es gibt im Internet 2 Berichte, einmal im Stummi-Modellbahnforum in 2021 und einmal im H0-Modellbahnforum von 2018. Da findet jeweils ein kurzer Austausch über das Gerät statt. Allzu viel ist nicht herauszubekommen. Es handelt sich hier bei der Technik wohl um eine Impulsbreitensteuerung oder eine Impulsbreitenmodulation. Die Abkürzung dafür ist dann wohl PWM. Ich selbst habe davon aber keine Ahnung, kann hier nur weitergeben, was ich da gefunden habe. Man soll das Gerät auf keinen Fall für Lokomotiven mit Decoder verwenden, weil dann könnte auch hier der Umschaltimpuls den Decoder zerstören. Muss wohl nicht, aber es könnte passieren, deswegen soll man da die Finger davon lassen. Ansonsten habe ich bei YouTube ein Video gefunden, da benutzt es jemand für die Falle AMS, allerdings auch ohne weitere Erklärung und lässt nur die Autos fahren. Und ein Video, da zeigt jemand den Anschluss vom Gerät am Transformator. Märklin bringt das Gerät 1978 auf den Markt unter der 6699 und zwar Elektronikfahrgerät für extrem langsames Fahren, anzuschließen an Märklin Transformator 6611 oder an die Lichtbuchsen eines Märklin Transformators mit 30 Volt Ampere Leistung. Elektronische Regelung der Fahrgeschwindigkeit und der Fahrtrichtungsumschaltung maximal mit 1,8 Ampere belastbar. Und hier unten nochmal der Hinweis, ideal für H0, die Fahrweise im Großbetrieb kann realistisch nachempfunden werden, weich anfahren und abbremsen, extrem langsam fahren. Das Gerät kostet dann 1978 65 D-Mark, zusätzlich zu dem Transformator, den man noch braucht. Und da hat Märklin damals für den großen 6631 79 D-Mark aufgerufen und für den Lichttransformator 6611 73 D-Mark, sodass man hier bei mindestens 130 D-Mark war. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich das Gerät nicht allzu stark verbreitet hat, weil das doch nochmal eine richtig ordentliche Zusatzinvestition zu dem normalen Transformator war. Das Gerät wird bis 1982 von Märklin angeboten und dann abgelöst durch die 6600. Das Gerät ist jetzt etwas bekannter, ist auch in anderen YouTube-Videos schon zu sehen gewesen und das hat ab 1983 dann schlappe 158 D-Mark gekostet. Ich hatte dann die Möglichkeit, eins der Geräte mit der Bedienungsanleitung zu erwerben. Allerdings ist die Bedienungsanleitung genauso bescheiden wie die Beschreibungen, die sonst hier irgendwo kursieren. Ich hatte auch übrigens dann die Märklin-Magazine von 1978 durchgeblättert. Auch da hat Märklin das Gerät nicht extra vorgestellt oder einen Bericht darüber gehabt. In der Bedienungsanleitung gibt es dann nur kurz hier den Hinweis, dass es maximal den Anschluss an einen 16 Volt Wechselstrom-Transformator geeignet ist. Dann haben wir einmal das Anschlussschema und nochmal der Hinweis, dass das Gerät auch für den Freilandbetrieb geeignet ist. Die Märklin Eisenbahn-Transformatoren sind nur für den Betrieb in trockenen Räumen geeignet. Das Fahrgerät 6699 kann dagegen auch im Freien verwendet werden, der Anschluss mit Verlängerungskabel. Ich habe dann als erstes mit dem normalen Transformator mal die Lokomotive angesteuert, eine Runde fahren lassen. Und wir haben dann hier eine relativ hohe Anfahrgeschwindigkeit, weil der Transformator zur Anfahrt relativ hohen Fahrstrom liefert. Man kann das wieder ein bisschen einregeln und wenn man den Transformator dann auf dieser Stellung stehen lässt, haben wir hier ein relativ ungleichmäßiges Fahrverhalten der Lokomotive. Im Video leider nicht perfekt zu erkennen, aber jeder, der den analogen Transformator fährt, der kennt das ja von seiner eigenen Bahn auch. Dann bin ich hingegangen und habe eins von den 6699 Geräten hier angeschlossen und da könnt ihr hier hinten im Anschlussschema sehen, dass dieses Gerät jetzt keinen eigenen Stromanschluss hat, sondern hier hinten das braune und gelbe Kabel an dem Fahrgerät selbst fest verbunden ist und wir in der gelben und der braunen Buchse am Transformator anschließen und aus dem Fahrgerät dann das rote und das braune Kabel direkt an die Schienen gehen. Und hier dann mit dem Fahrgerät angeschlossen fährt die Lokomotive bei wesentlich geringerer Geschwindigkeit los. Wir haben hier einen sehr großen Regelbereich an dem Fahrgerät. Und wie von Märklin im Text erwähnt, ist also hier ein langsam Anfahren mit dem Fahrgerät dann wesentlich besser möglich als mit dem Transformator.
Ich hatte das Gerät dann übrigens auch an dem kleineren alten Transformator an der 6671 angeschlossen, beziehungsweise habe ihn auch hier parallel an den neuen weißen Transformator der 6641 angeschlossen, und von den Fahreigenschaften ändert sich da nichts, sodass die Stromquelle hier wahrscheinlich keinen allzu großen Einfluss hat. Auf dem Innenkreis habe ich dann eine Baureihe 24, eine 3003 aus den 60er Jahren hier laufen. Und da haben wir den gleichen Effekt. Also das Anfahren ist hier wirklich mit wunderbar schöner, gleichmäßiger und kleiner Geschwindigkeit möglich. Das kann man hier in der Nahaufnahme dann nochmal besser sehen. Und für mich das Interessante ist nicht nur dieses langsame Anfahren, sondern dass die Lokomotive auch hier komplett gleichmäßig ihre Runden dreht, ohne irgendwelche Geschwindigkeitsunterschiede, wie es mit dem Transformator dann des Öfteren der Fall ist, hier an den Tag legt. Und was sich auch verändert, ist der Umschaltimpuls. Das heißt, ich habe hier das Gefühl, dass die Lokomotiven mit dem normalen Transformator doch hier immer ihren Bocksprung mehr oder weniger machen. Und mit dem Fahrgerät ist dieses Umschalten auch bei dieser alten Lokomotive hier wesentlich geschmeidiger möglich. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil beim Rangieren, dass man hier langsam fahren kann und gleichzeitig sauberer umschalten als mit dem Transformator. Und die ersten beiden Lokomotiven waren jetzt beide mit einem kleinen Scheibenkollektormotor ausgerüstet oder ausgestattet. Und jetzt habe ich mal gewechselt auf Lokomotiven mit dem großen Scheibenkollektormotor, um zu gucken, ob es da hier Unterschiede in der Steuerung gibt. Und da habe ich zuerst die 3021 herausgeholt und muss sagen, dass mir das Fahrverhalten da noch fast besser gefällt, denn hier können wir über den ganzen Regelbereich sauber nach oben und nach unten regeln. Und ich habe hier den Eindruck, dass sich das Fahrverhalten im Verhältnis zu dem Transformator wesentlich verbessert hat. Ich habe dann nochmal die 3039 auf die Schiene gestellt und da musste ich dann feststellen, dass wir in der Praxis ein unheimlich schönes, langsames Anfahren haben. Aber wir haben dann hier einen relativ großen Regelbereich an dem Fahrgerät, wo sich die Geschwindigkeit der Lokomotive nicht verändert, um dann ab einem gewissen Punkt sozusagen sprunghaft die Geschwindigkeit nach oben regelt. Und das erinnert so ein bisschen an relativ einfache Decoder, die in großen Stufen ihre Geschwindigkeiten ändern. Und da habe ich also das Gefühl, dass es ein bisschen mit den Motoren oder mit dem Getriebe zusammenhängt, denn das war bei der 3021 überhaupt nicht der Fall. Also habe ich mal geschaut, was ich noch an Lokomotiven mit großem Scheibenkollektormotor habe, und da haben wir die 3047, die ja vom Fahrverhalten am normalen Transformator schon sehr gut ist. Und hier haben wir den gleichen Effekt, das heißt, wir regeln unheimlich fein die Geschwindigkeit, die Lokomotive fährt ganz langsam und sanft an und lässt sich über die kompletten Geschwindigkeit vollkommen stufenlos regeln. Und die dritte Lokomotive, die ich rausgesucht habe, das ist dann die 3322. Auch diese ist mit einem großen Scheibenkollektormotor ausgerüstet und auch hier der gleiche Effekt. Sanftes Anfahren und ein komplett gleichmäßiges Regeln der Geschwindigkeit. Ich habe dann nochmal die 3003 nach vorne geholt und dann haben wir hier den gleichen Effekt wie bei der 3039 mit dem anderen kleinen Scheibenkollektormotor. Ein sanftes Anfahren ist möglich, ein relativ großer Regelbereich, in dem nichts passiert, und dann die nächste Geschwindigkeitsstufe und die Lokomotive wird schneller. Man kann das dann auch von der Geschwindigkeit wieder runterregeln. Die Lokomotive wird dann wieder gleichmäßig langsam, aber ein gleichmäßiges nach oben regeln der Fahrgeschwindigkeit mit dem Fahrgerät scheint hier nicht möglich zu sein. Und ein weiteres Phänomen, was mich so ein bisschen skeptisch gemacht hat, ich fahre ja hier bei meiner kleinen Anlage immer wieder im Automatikbetrieb über die Schaltgleise gesteuert. Die 3039 fährt mit einer normalen Geschwindigkeit hier vorne in den Haltebereich vom Signal. Die 141 dreht ihre Runde in der anderen Richtung, und wenn dann, und mit der gleichen Einstellung am Fahrgerät, ich habe ja hier nichts verändert, die 3039 wieder anfährt, macht sie das wesentlich langsamer und findet nicht mehr die alte Geschwindigkeit, die sie hatte, bevor sie in den Halteabschnitt eingefahren ist. Hier muss man also jetzt wieder nachregeln. Die gleichen Geräteeinstellungen dann bei der 3021, da haben wir das Phänomen nicht. Es scheint also auch abhängig davon zu sein, welche Motoren hier eingebaut sind. Eventuell auch die Getriebeübersetzung kann hier auch auf das Fahrverhalten nochmal Einfluss nehmen. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass die feinste Regelung und das zuverlässigste Fahren hier mit den großen Scheibenkollektormotoren möglich ist.
Und das scheint bei den kleinen Scheibenkollektormotoren hier nicht unbedingt der Fall zu sein. Hier scheint es wohl unterschiedliche Fahrverhalten zu geben. Die kleine 3003 aus den 60er Jahren fährt hier vollkommen problemlos, hält immer die Geschwindigkeit, auch nachdem sie im Halteabschnitt des Signals gestanden hat. Überhaupt kein Thema. Bei der 3039 ist das allerdings nicht der Fall. Was bei dem Gerät jetzt hier auch nicht unbedingt so Märklin-Qualität ist, das ist zum einen mal dieser Drehschalter. Ich habe hier mal ein bisschen dran rumgewackelt. Man hat also nicht das Gefühl wie bei einem Transformator, wo dieser Drehregler für die Geschwindigkeit ja relativ stabil und fest ist und sich sauber führen lässt, hat man hier einen ziemlich wackeligen, kleinen, billig anmutenden Drehregler obendrauf. Vom Gewicht her hat der große Transformator hier knapp über 2 Kilogramm und der reine Fahrstromregler hat jetzt hier 288 Gramm und man hat hier wahrscheinlich nur eine ganz einfache elektronische Schaltung drin und durch das Gewicht und diesen wackeligen Drehregler hat man also hier kein besonders wertiges Gefühl bei dem Teil. Mein Fazit hier von dem Experiment ist jetzt, dass das langsam Fahren und Anfahren wohl prinzipiell mit allen Lokomotiven möglich ist. Eine feinere Steuerung über den kompletten Geschwindigkeitsbereich wohl hauptsächlich mit den großen Scheibenkollektormotoren stattfindet. Man müsste jetzt hier noch sozusagen Testreihen fahren in der Praxis. Dafür hatte ich bis jetzt allerdings noch keine Zeit. Deswegen würde es mich interessieren, was habt ihr für eine Erfahrung mit den Geräten gemacht? Wenn ihr sie habt, ich denke mir, der hohe Preis damals hat dafür gesorgt, dass sich das Gerät gar nicht so groß verbreitet hat. Für mich ist es eine interessante Ergänzung, aber nicht universell einsetzbar. Wenn ihr dazu Technik mehr wisst oder Erfahrungen gemacht habt, dann wäre es schön, wenn ihr es mir in die Kommentare schreibt. Würde mich freuen, dann trage ich das hier gerne nach, wenn es da noch weitere Infos gibt. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.